Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wahrer Weser Podcast. Für die heutige Sitzung habe ich ein Thema gewählt, welches gegenwärtig in aller Munde ist und seit einiger Zeit einen immer größeren Raum in unserer gesamten Kultur, in unserer Arbeitswelt und in unserer Volkswirtschaft einnimmt. Es soll heute gehen um das Thema künstliche Intelligenz. Nun, ich habe einen besonderen Bezug zu diesem Thema, da es sich um mein einstmaliges Forschungsfeld handelt. Ich habe in meiner Zeit als Berufswissenschaftler an mathematischen Verfahren und Konzepten gearbeitet, die der Entwicklung von informationstechnischen Systemen dienen sollten, die unter diesem Begriff der sogenannten künstlichen Intelligenz bezeichnet werden. Die Bewertung und Einordnung, die Frage nach dem Umgang mit Technologien, die in diesem Bereich eingeordnet werden, scheint den gesellschaftlichen Diskurs zu polarisieren. Die einen verbinden damit eine Hoffnung auf eine substanzielle Verbesserung unserer Lebensumstände, indem viele Bereiche unserer wirtschaftlichen Tätigkeit und unseres Alltagslebens vereinfacht und automatisiert werden, eine höhere Produktivität erzielt werden kann und sich für unser Alltagsleben neue Möglichkeiten ergeben. Die anderen sehen in dieser Entwicklung eine Bedrohung unserer Lebensweise und all unserer menschlichen Lebensäußerung. Insbesondere geht es hierbei um die Angst davor, dass Systeme der künstlichen Intelligenz einen eigenen Überlebenswillen und Überlebensantrieb entwickeln könnten und darüber hinaus, ab einem gewissen Grad der Komplexität, so etwas wie ein Bewusstsein herausbilden könnten und in diesem Zusammenhang die Menschheit unterwerfen könnten, sodass wir, vereinfacht gesagt, zu Sklaven dieser Maschinen werden. Wir wollen im weiteren Verlauf dieser Ausgabe sowie in weiteren Ausgaben diese beiden Sichtweisen auf das Phänomen künstliche Intelligenz genauer beleuchten und die zugrunde liegenden Gemeinsamkeiten herausstellen. Insbesondere und vor allem wollen wir die Frage beleuchten, inwieweit die Hoffnungen der einen Seite wie auch die Befürchtungen der anderen Seite überhaupt eintreten können. Dabei wird sich, das möchte ich an dieser Stelle vorwegnehmen, herausstellen, dass auf beiden Seiten grundlegende Verknüpfungen mit fundamentalen, naturgesetzlichen Zusammenhängen, die für jedermann überprüfbar sind, nicht vollzogen werden. Nun, zunächst einmal ist zu klären, was dieser Begriff künstliche Intelligenz überhaupt bedeutet, beziehungsweise überhaupt sinnvollerweise bedeuten kann. Üblicherweise wird damit in Verbindung gebracht die Nachahmung und Nachbildung von Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die gemeinhin als genuin menschlich oder zumindest genuin mit Lebewesen verknüpft betrachtet werden durch informationstechnische Systeme. Die Zuordnung eines informationstechnischen Systems zum Bereich der künstlichen Intelligenz unterliegt, wie sich bei genauerer Betrachtung der Geschichte herausstellt, allerdings dem Zeitgeschmack. In den Anfangszeiten der Informationstechnik galt jedwede Tätigkeit, die durch einen digitalen Computer ausgeführt wurde, als Intelligenzleistung. Etwa noch in der Zeit von Konrad Zuse wurde jedwede Tätigkeit, die durch einen digitalen elektronischen Computer ausgeführt werden konnte, als Intelligenzleistung betrachtet. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass digitale Computer zu besagter Zeit auch als Elektronenhirne bezeichnet wurden. Etwas später wurden kognitiv anspruchsvolle Tätigkeiten wie etwa das Schachspiel als genuin menschliche Intelligenzleistungen betrachtet und somit Computerprogramme, die eigenständig in der Lage sind, Schach zu spielen gegen einen menschlichen Gegner, entsprechend dem Bereich der künstlichen Intelligenz zugeordnet. Etwas später, etwa zu der Zeit des künstliche Intelligenz-Pioniers Marvin Minsky, zeigte sich, dass Leistungen des menschlichen und tierischen Organismus im Bereich der Sensorik und der Wahrnehmung, die bislang als selbstverständlich hingenommen worden waren und keineswegs dem Bereich des Intelligenten zugeordnet wurden,
durch einen digitalen Computer nur sehr schwer und bestenfalls gerade mal ansatzweise nachgeahmt werden konnten. Also geht es im Einzelnen um das Verarbeiten von Sinneswahrnehmungen, informationstechnisch entsprechend Bild- und Tondaten, das sogenannte maschinelle Hören und Sehen, sprich also das Rekonstruieren eines dreidimensionalen Bildes aus zweidimensionalen Kamerabildern und das Erkennen von Objekten, das Trennen von Objekten von einem Hintergrund etwa. Auch das Erkennen von Objekten, also sprich zu erkennen, dass das, was da als Objekt identifiziert wurde, dass es sich dabei etwa um einen Tisch oder einen Stuhl handelt. Ferner auch das Erkennen von Gesichtern, welches sich als besonders schwierig herausstellte. Im Bereich der Audiodatenverarbeitung, meinem langjährigen Fachgebiet, zeigte sich, dass das Erkennen und das Trennen von einzelnen Musikinstrumenten, etwa in einem Musikstück, sich sehr diffizil gestaltete. Man hoffte damals darauf, dass durch einen Zuwachs an Rechenleistung sowie eine Weiterentwicklung der mathematischen Grundlagen und der Programmiertechnik diese Probleme eines Tages gelöst werden können. Dies gibt uns bereits einen Hinweis darauf, wie das Verhältnis zwischen digitaler Maschine und menschlichem Lebewesen beschaffen sein könnte. Also noch einmal, bis zu den Anfangszeiten der Entwicklung von digitalen Automaten, die die besonderen Leistungen der menschlichen Psyche nachahmen sollten, hatte man geglaubt, dass das besondere Alleinstellungsmerkmal von menschlichen Lebewesen gegenüber einfachen Maschinen vor allem durch die kognitive Intelligenz gegeben sei. Also kurzum durch den Verstand, durch das Verstandesmäßige. Und es hatte bis dato kein Bewusstsein dafür gegeben in unserer Kultur für die enorme Komplexität und Wundersamkeit unserer Fähigkeit der sinnlichen Wahrnehmung, des ganzheitlichen Wahrnehmens und Fühlens. Im weiteren Verlauf der Geschichte sind dann tatsächlich Computerprogramme entwickelt worden, die in der Lage sind, Muster in Bild- und Tondaten zu erkennen. Also heutzutage scheint es ja überall um uns herum. Sprich also Computerprogramme, die in der Lage sind, Sprache zu erkennen und zu verarbeiten, die in der Lage sind, Gesichter zu erkennen. Also Mobiltelefone verfügen heutzutage über eine integrierte Gesichtserkennung, die den Benutzer zu identifizieren vermag, so dass dieser sich nicht mehr über ein Passwort an seinem Gerät anmelden muss. Auch das Trennen eines Objektes von einem Hintergrund in einem Bild hat heutzutage in konsumierbare Softwareprodukte Einzug gefunden. Und wenn du Erfahrung mit solchen Programmen hast, dann wirst du vermutlich festgestellt haben, dass sie auf der einen Seite erstaunlich gut funktionieren und auf der anderen Seite erkennbare Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit aufweisen. Also in dem einen oder anderen Bild klappt es dann nicht so gut, wobei es für dich als Benutzer klar erkennbar ist, wo das Objekt endet und wo der Hintergrund beginnt. So ähnlich verhält es sich bei Sprachverarbeitung und eben allen möglichen Programmfunktionen, die dem Bereich der künstlichen Intelligenz zugeordnet werden. Und hierbei sollten wir in Betracht ziehen, dass der Durchbruch in diesem Bereich zum einen bedingt ist durch eine Verfeinerung der mathematischen Modelle, die diesen Verfahren zugrunde liegen, zum anderen aber vornehmlich durch den Einsatz der ja erst seit wenigen Dekaden verfügbaren Rechenleistung. Hinter anspruchsvollen sogenannten KI-Programmen stecken ja in der Regel sogenannte Cloud-Services. Das heißt, die Daten werden nicht lokal im Endgerät verarbeitet, sondern an eine zentrale Stelle weitergeleitet und dort in einem leistungsfähigen Rechenzentrum weiterprozessiert. Und dieser Prozessierung liegen Modelle zugrunde, die von Parametern abhängen und diese Parameter werden im metaphorischen Jargon des Fachgebiets gesagt, gelernt. Das heißt, das Verfahren wird gespeist mit Beispieldaten und die Parameter werden dann auf eine automatisierte mathematische Weise so angepasst und so berechnet, dass die Ergebnisse bei der Erkennung der Beispieldaten möglichst präzise sind.
Und was dabei ein präzises Ergebnis ist, muss durch einen menschlichen Benutzer definiert werden. Also das kann sich die Maschine nicht irgendwie selber herleiten. Während meiner Studienzeit an der Technischen Universität in Hamburg hatte ich einen Professor, der zu Zeiten des Kalten Krieges für das Militär Bilderkennungsprogramme entwickelt hatte. Man sprach damals übrigens in Fachkreisen nicht von künstlicher Intelligenz. Das galt als unseriös und vulgär. Also Fachleute sprachen von adaptiven Systemen und etwas später von maschinellem Lernen und maschinellem Erkennen. Und dieser Professor berichtete davon, dass er zur Aufgabe hatte, ein Computerprogramm zu entwickeln, welches mit Kameradaten von Militärstützpunkten gespeist wird. Und dieses Programm sollte das Anrollen von feindlichen Panzern erkennen und dann daraufhin einen Alarm auslösen. Das Programm, welches er entwickelt hatte, basierte auf einem sogenannten neuronalen Netz. Und vermutlich löst dieser Begriff irgendeine Art von emotionaler Reaktion in dir aus. Also halte kurz inne und beobachte deine Körper- und Gemütserregungen. Vermutlich verhält es sich so, dass es eine Art von angespannter Aufregung in dir auslöst, mit einem Anteil an Angst und gleichermaßen auch so etwas wie Ehrfurcht. Ein neuronales Netz. Das ist ja etwas, was verweist auf eine Nachbildung des menschlichen Organismus, insbesondere des menschlichen Gehirns, welches dem Zeitgeist gemäß mit der menschlichen Intelligenz und dem gesamten menschlichen Bewusstsein in Verbindung gebracht wird. Und ja, irgendwie mit der Vorstellung verbunden, dass ein solches System dann entsprechend besondere menschliche Eigenschaften nachbilden könnte. Es handelt sich im Kern lediglich um ein banales mathematisches Verfahren, welches eine bestimmte Art einer Kurve durch eine vorgegebene Menge von Punkten zeichnet. Der Begriff neuronales Netz verweist hierbei auf die Beschaffenheit und die Art der Kurve. Es handelt sich dabei um eine Kurve, deren Eigenschaften inspiriert sind durch mathematische Modelle von Nervenzellen. Allerdings handelt es sich bei diesen Modellen um hochgradig primitive Abstraktionen auf weitestgehend hypothetischen Grundlagen. Also es zeigt sich, dass es sich bei diesem Begriff neuronales Netz im Wesentlichen um einen Marketingbegriff handelt, der eine bestimmte Technologie als einzigartig und spektakulär herausstellen soll. Die emotionale Reaktion, die du vielleicht vorhin in dir registriert hast, ist durch den Schöpfer dieses Begriffs mehr oder minder bewusst beabsichtigt. Also das besagte Computerprogramm meines Professors wurde mit Beispieldaten gespeist, in denen Nachbildungen von feindlichen Panzern in den Kameradaten zu erkennen waren und wurde dann, nachdem es angelernt war, an einem militärischen Stützpunkt in Betrieb genommen. Nach einiger Zeit gab es an diesem Stützpunkt wiederholt Alarme, die durch das Programm ausgelöst wurden. Und jedes Mal stellte sich heraus, dass kein feindlicher Panzer irgendwo in der Nähe war. Es handelte sich also um Fehlalarme. Und sodann wurde mein besagter Professor herbeigerufen, um herauszufinden, wie es zu diesen Fehlalarmen kommt. Es stellte sich heraus, dass die Beispielbilder, mit denen das Programm angelernt wurde, eine weitere Gemeinsamkeit hatten. Über den zu erkennenden feindlichen Panzer hinaus. Und zwar war auf diesen Bildern, im Gegensatz zu den Negativbildern, also auf denen kein feindliches Objekt zu sehen war, das Wetter schön. Die Sonne schien und der Himmel war blau. Das war bei den Negativbildern mehrheitlich nicht der Fall. Und es zeigte sich, dass die Maschine gelernt hatte, anstelle von feindlichen Panzern schönes Wetter zu erkennen. Und das war für den Entwickler des Programms so nicht absehbar gewesen. Also diese Anekdote stellt zwei wesentliche Punkte heraus. Zum einen zeigt sich, dass das besagte Computerprogramm sozusagen bei seinem Lernvorgang blind ist, also in keiner Weise irgendeine Eigenschaft aufweist, die mit einem Bewusstsein für das, was es da tut bzw. tun soll, in Verbindung gebracht werden kann. Die Maschine weiß nicht, was sie da tut.
darüber hinaus ist es auch so, dass dieses Computerprogramm im Einzelnen in seinem Verhalten nicht vorhersagbar ist. Das heißt, es ist für den Entwickler wie auch letzten Endes für den Benutzer des Systems nicht präzise absehbar, wie sich das System letzten Endes verhalten wird und ob es die Aufgabe, die es der bewussten Spezifikation nach erfüllen soll, auch tatsächlich erfüllt. Oder das Programm am Ende etwas ganz anderes macht, womit keiner gerechnet hat. Also es zeigt sich zum einen, dass die vermeintliche Intelligenzleistung des Programms mit derjenigen von sogenannten höheren Lebewesen, insbesondere und vor allem Menschen, nicht vergleichbar ist. Zum anderen kommt hier in der Tat ein Element des Lebendigen ins Spiel. Das heißt, hier wird versucht, das Verhalten eines lebenden Organismus zu imitieren, um ein bestimmtes technisches Problem automatisiert zu lösen. Damit einher kommt eine wesentliche Eigenschaft des Lebendigen hier in der Tat zum Tragen, nämlich die Nichtvorhersagbarkeit und in letzter Konsequenz die Unbeherrschbarkeit. Wir können uns bei einem lebendigen Organismus niemals sicher sein, wie er sich in einer bestimmten Situation verhält. Wir können uns bei einem Menschen oder auch bei einem Tier nicht sicher sein, dass er eine bestimmte Tätigkeit oder eine bestimmte Aufgabe genauso ausführt, wie wir es uns vorstellen und wie wir es ihm übertragen haben. Er könnte nichts machen oder auch etwas ganz anderes, könnte die Aufgabe völlig missverstanden haben oder auch kreativ weiterentwickelt haben. Viel klarer ist hier die Verbindung zu der animalischen Form des Lernens. Die animalische Kopplung, psychologisch auch als Konditionierung bezeichnet. Es ist die Art und Weise, wie etwa Tiere, insbesondere Hunde, lernen und wie auch Kinder in ihren ersten Lebensjahren lernen. Es ist die unbewusste Form des Lernens, die auf Sinnesreizen und Reaktionen basiert. Und auch hierbei verhält es sich so, und das ist fundamental für das Verständnis der Psyche von Lebewesen im Allgemeinen, dass nicht genau und zuverlässig vorhergesehen werden kann, welche Sinnesreize auf welche Weise miteinander verknüpft werden. Und dies führt dazu, dass wir in unserem Leben hochgradig individuelle Themen und Problemfelder haben. In unserer frühen Kindheit koppeln wir bestimmte Sinnesreize und Verhaltensweisen unbewusst miteinander. Welche Sinnesreize oder welche potenziellen Sinnesreize ich in dieser Zeit jedoch überhaupt wahrnehme und in Folge miteinander verknüpfen kann jedoch nicht präzise vorherbestimmt werden. In jedem Augenblick stehen unseren Sinnen eine unfassbare Zahl, eine unermessliche Menge an Sinnesreizen zur Verfügung. Und wir wählen daraus nur einen verschwindend geringen Anteil, den wir dann in uns weiterverarbeiten und verinnerlichen. Wer Erfahrung im Bereich der Führung von Hunden hat, dem wird bekannt sein, dass beim sogenannten Training von Hunden ebenso nicht garantiert werden kann, dass ein Hund wirklich die Reize und Verhaltensweisen miteinander koppelt, die von seinem Trainer auch so beabsichtigt werden. Der einstmalige Hund meines Schwiegervaters etwa neigte dazu, in Panik zu verfallen, wenn Heißluftballons am Himmel zu sehen oder zu hören waren. Das Auftauchen von Heißluftballons sowie das damit verbundene Geräusch ist für einen Hund an sich überhaupt nichts Bedrohliches. Der Hund muss die mit Heißluftballons am Himmel verbundenen Sinnesreize also an irgendeinem Punkt in seinem Lebensweg mit einer Bedrohung gekoppelt haben. Also möglicherweise war der Hund irgendwann im Laufe seines Lebens vor seiner Zeit bei meinem Schwiegervater misshandelt worden, während sich sozusagen zufällig Heißluftballons am Himmel befanden. Vielleicht war es aber auch so, dass der Hund ein bedrohliches Ereignis erlebt hat, derweil im Hintergrund zufällig ein Geräusch zu vernehmen war, welches demjenigen einer Gaskartusche eines Heißluftballons ähnelt. Vielleicht war es aber auch ganz anders und das spielt im Einzelnen hier auch keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Hund einen bestimmten, sachlich vollkommen harmlosen Sinnesreiz mit einer Lebensbedrohung gekoppelt hat. Und zu dem Zeitpunkt, als diese Kopplung stattgefunden hat, war dieser Sinnesreiz bzw. dieses Bündel an Sinnesreizen lediglich ein kleiner Ausschnitt aus den mannigfaltigen Sinnesreizen in der Umgebung des Hundes, auf welches der Hund sozusagen zufällig seine Aufmerksamkeit richtete.
Die Frage danach, warum in einer solchen Situation ausgerechnet ein bestimmter, sachlich harmloser Sinnesreiz ausgewählt und gekoppelt wird, hat bei genauerer Betrachtung weitreichende Implikationen im Hinblick darauf, wer oder was wir als Lebewesen im Kern eigentlich sind und wo wir herkommen und wo wir hingehen. Es zeigt sich, wenn man es zu Ende denkt, dass wir keineswegs als unbeschriebenes Blatt auf diese Welt kommen. Das soll an dieser Stelle allerdings nicht weiter vertieft werden, da es den thematischen Rahmen dieser Folge sprengen würde. Nun zurück zu der Anekdote über das besagte Computerprogramm meines einstmaligen Professors. Also es wäre ja auch ohne weiteres denkbar gewesen, anstelle eines Computerprogramms einen Hund darauf zu trainieren, auf die durch feindliche Panzer ausgelösten Sinnesreize zu reagieren und entsprechend anzuschlagen, sodass die Angehörigen des Militärstützpunktes alarmiert werden. Das ist in der Sache überhaupt nicht abwegig und es ist davon auszugehen, dass das historisch an militärischen Stützpunkten oder in anderen militärischen Einrichtungen möglicherweise auch bereits praktiziert wurde. Und es stellt sich die Frage, worin denn der Vorteil besteht, eine Maschine, ein Computerprogramm, anstelle eines Hundes einzusetzen, um bei Anrücken von feindlichen Kräften gewarnt zu werden. Das Trainieren eines Hundes scheint mir deutlich weniger aufwendig und kostenintensiv als die Entwicklung eines entsprechenden Computerprogramms. Auch ist es so, dass die Sensorik eines Lebewesens, in diesem Fall insbesondere eines Hundes, um Größenordnung sensibler ist als jedwedes denkbare technische Kamera- und Mikrofonsystem. Darüber hinaus würde auch der feine Geruchssinn des Hundes zum Tragen kommen, der möglicherweise auf Distanz ganz feine Geruchsnuancen, die mit den feindlichen Panzern verbunden sind, zu registrieren vermag. Die Kosten für die Unterhaltung eines Hundes sollten meiner Einschätzung nach auch diejenigen für die Wartung und Instandhaltung eines technischen Systems weit untersteigen. Warum also haben sich in diesem Fall die Verantwortlichen für den Einsatz eines Computerprogramms anstelle eines Hundes entschieden? Was könnte hier der in der Tiefe wirkende Beweggrund sein? Nun, ein digitaler Automat ist im Gegensatz zu einem lebendigen Organismus definitionsgemäß vorhersagbar in seinem Verhalten. Insofern, als bei einer bestimmten Eingabe, konkret einer Folge von Einsen und Nullen, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit 365 Tage im Jahr eine bestimmte vorhersagbare Ausgabe herauskommt. Also grundsätzlich verhält sich ein digitaler Computer deterministisch. Wenn, wie in dem beschriebenen Beispiel, das Verhalten eines Computerprogramms auch durch den Entwickler nicht mehr präzise vorhergesagt werden kann, ist dies dem Umstand der Komplexität geschuldet. Das heißt, bei einem komplexen Computerprogramm wie demjenigen in unserem Beispiel ist die Menge an möglichen Ein- und Ausgaben aufgrund ihres immensen quantitativen Umfangs für den menschlichen Verstand in keiner Weise mehr fassbar. Das Programm kann lediglich anhand von einer überschaubaren Menge an Beispielen getestet und auf seine spezifikationsgemäße Verhaltensweise hin überprüft werden. Der Ingenieur vermag darüber hinaus lediglich hoffnungsweise zu vermuten, dass sich das Programm bei allen übrigen quantitativ schier unermesslichen, praxisrelevanten Eingaben ebenfalls spezifikationsgemäß verhält. Es gibt dafür jedoch keinerlei Garantie. Dies hängt, nebenbei bemerkt, mit einer Grundproblematik zusammen, die in Verbindung mit der Beschaffenheit des menschlichen Verstandes steht. Es handelt sich dabei um das, was in der abendländischen Philosophie als das Problem des Empirismus bezeichnet wird. Ich gehe darauf im Einzelnen in der Folge über Statistik und Wahrscheinlichkeiten ein. Also in letzter Konsequenz sind die Verantwortlichen beim Einsatz einer Maschine prinzipiell mit demselben Problem konfrontiert wie beim Einsatz eines Hundes. Denn bei der Maschine ist es genauso wenig der Fall, dass präzise vorhergesagt werden kann, dass sie sozusagen auch diejenigen Sinnesreize miteinander koppelt, die durch ihren Entwickler wie auch den Endnutzer beabsichtigt sind. Es verbleibt lediglich der Vorteil, dass ein Computerprogramm einheitlich auf mehreren Militärstützpunkten eingesetzt werden kann.
und ein Computerprogramm eine prinzipiell unendliche Lebensspanne hat, im Gegensatz zu einem Hund, der eines Tages durch einen neuen Hund, der dann wiederum zu trainieren wäre, entsprechend ersetzt werden müsste. Nun zurück zu der Frage nach dem Beweggrund der Verantwortlichen. Kann es sein, dass es zumindest unbewusst in der Tiefe darum ging, dass ein Computer im Gegensatz zu einem lebenden Organismus grundsätzlich beherrschbar ist, da er sich, wie vorhin ausgeführt, prinzipiell deterministisch verhält, also bei einer bestimmten Eingabe eine vorhersagbare Ausgabe liefert? Und darüber hinaus ein Computer einfach abgeschaltet werden kann, wenn er nicht mehr benötigt wird, und wieder eingeschaltet werden kann, wenn er benötigt wird. Das ist mit einem Lebewesen so nicht möglich. Wenn wir unseren Blick weiten, stellt sich die Frage, ob im Allgemeinen die Entwicklung der sogenannten künstlichen Intelligenz psychologisch in der Tiefe durch die Hoffnung motiviert ist, die sogenannte Intelligenz von lebenden Organismen, insbesondere Menschen, beherrschbar zu machen. Sie sozusagen aus lebenden Organismen herauszudestillieren, um sie dann in eine vorhersagbare Maschine zu implementieren. Dabei stellt sich sogleich die Frage, inwiefern eine solche Destillation, ein solches Herauslösen bestimmter Fähigkeiten aus dem Kontext der Lebendigkeit überhaupt möglich ist. Könnte es sein, dass es sich um einen unerfüllbaren Wunschtraum im Zusammenhang mit unserem Streben nach Naturbeherrschung handelt? Nun, vor dem Hintergrund unseres Beispiels scheint es so, dass sobald wir versuchen, eine bestimmte Fähigkeit eines lebendigen Organismus auf eine Maschine zu übertragen, dabei auch unvermeidlich die dem Lebendigen inhärente Unvorhersehbarkeit mit übertragen wird, sodass wir am Ende im Prinzip mit den gleichen Problemen und in Anführungszeichen Unzulänglichkeiten konfrontiert sind, wie beim Einsatz von lebenden Organismen zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe. Paradoxerweise scheint die Entwicklung der sogenannten künstlichen Intelligenz die Unbeherrschbarkeit des Lebens und der Natur noch intensiver erfahrbar zu machen. Ist vielleicht diese Unvorhersehbarkeit, die im Kontext der sogenannten künstlichen Intelligenz auch in die Welt der Maschinen Einkehr findet, die Quelle der Angst seitens der Kritiker, dass bei einem flächendeckenden Einsatz komplexer KI-Systeme diese sozusagen einen eigenen Überlebensantrieb entwickeln könnten und so dann die Menschheit bedrohen oder unterwerfen könnten? Handelt es sich also um eine bestimmte Ausprägung von Lebensangst bzw. Angst vor einer unbeherrschbaren und willkürlichen Natur? Insbesondere und vor allem haben Kritiker Angst davor, dass eine künstliche Intelligenz ab einem gewissen Grad der Komplexität so etwas wie Bewusstsein herausbilden könnte und infolgedessen die Herrschaft über die Menschheit an sich reißen könnte. Unser Beispiel zeigt auf, dass künstliche Intelligenzsysteme naturgemäß unbewusst lernen. Das heißt, sie imitieren gerade eine unbewusste Eigenschaft von lebenden Organismen, nämlich die animalische Kopplung bzw. Konditionierung. Dennoch verhalten sich solche Systeme entsprechend lebenden Organismen praktisch unvorhersehbar. Demnach ist die Angst der Kritiker grundsätzlich nachvollziehbar und berechtigt. Allerdings resultiert eine mögliche Bedrohung nicht etwa daraus, dass solche Maschinen ein Bewusstsein entwickeln könnten, sondern gerade daraus, dass sie eben dies nicht können und sich völlig unbewusst verhalten. Wir werden in weiteren Folgen weitere Aspekte und Facetten des Themenfeldes künstliche Intelligenz betrachten. Möge diese ungewöhnliche Betrachtung dieses für die gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklung hochgradig bedeutsamen Themenfeldes dir eine Inspiration sein, die Dinge um dich herum auf eine andere Weise zu betrachten. Und vielleicht in gefühlten Kontakt damit zu kommen, was das Lebendige und das Bewusstsein wirklich ausmacht.